Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der König ist zurück. Dieses Real Madrid war eins der besten seit Jahren. Mit diesen Jungs wird gearbeitet. Wenn ich beim letzten Spiel noch gesagt habe, man sieht die ersten Pinselstriche von Xabi Alonso, würde ich nach dem dritten Spiel am liebsten sagen, man sieht das gesamte Gemälde. Natürlich weiß ich, dass Madrid noch nicht da angekommen ist, wo Xabi Alonso sie eines Tages haben möchte. Aber was war das bitte für ein unglaublich tolles Spiel von Real Madrid? Spieler, die auf ihrer Position spielen und dadurch glänzen können. Ein Tchouaméni, der geboren wurde, um diese Libero-Position zu spielen. Ein Arda Güler im Spielaufbau, der an Vitinha und Pedri erinnert. Ein Fede Valverde, der nicht aufhört zu laufen. Ein Bellingham, der gefühlt wieder 40 Spiele weniger in den Knochen hat. Und vorne ein Vini. Bitte Vini, ändere nie wieder deine Frisur, denn Vini ist zurück. Ein unglaubliches Tor, eins der schönsten Assists seit Jahren. Ich bin hellauf begeistert. Ja, über was reden wir heute wohl in dem Video? Über das traumhafte Real Madrid von Xabi Alonso. Viel Spaß beim Video. Ja, bevor wir zum Spiel von Real Madrid kommen, ich kenne mich, ich verliere mich nämlich dann, unterhalten wir uns erstmal darüber, was gestern sonst noch bei der Club-WM passiert ist. Denn bevor Real Madrid eine Machtdemonstration gegeben hat, hat Manchester City das vorher gemacht, und zwar im absoluten Spitzenduell Juventus Turin gegen Manchester City. Diese Vereine, die bisher mit die Vereine des Turniers waren, spielen in unterschiedlichen Galaxien. Manchester City ist mit Juventus Turin Gassi gegangen. Manchester City, das sage ich euch jetzt inzwischen auf diesem Kanal seit 2-3 Wochen, ist zurück. Die dürfen unendlich viel Geld ausgeben, aber leider haben sie das dieses Jahr in wirklich gute Spieler gesteckt, wie einen Cherki, einen Ryan Diaz etc. Manchester City hat Juventus Turin überrollt. Und absolut verdient. Mit 5:2 gewonnen. Es hätte noch schlimmer ausgehen können. Im anderen Duell setzt sich Al-Ain mit 2:1 durch. Aber das Spiel war, wie gesagt, irrelevant. Manchester City und Juventus sind beide weiter. Real Madrid kennt den nächsten Gruppengegner, Juventus Turin. Dienhausen gegen seinen Ex-Verein. Arda Güler gegen Kenan Yildiz. Es wird einige interessante Duelle geben. Ja, dann am Abend natürlich die Hauptmahlzeit. Und ich kann sagen, für uns Madridistas hat sich das Wachbleiben gelohnt. Fangen wir erstmal mit dem anderen Gruppenspiel an. Al-Hilal hat 2:0 gegen Pachuca gewonnen. Was bedeutet, in der Theorie hätte Madrid auch aus dem Turnier schon rausfliegen können, wenn sie verloren hätten. Aber die Gefahr bestand eigentlich kein Mal. Real Madrid war 90 Minuten die bessere Mannschaft. Und hierzu passend habe ich mir heute den Zuschauerkommentar ausgesucht. Und zwar hat der liebe Felix Mert geschrieben: Hey Mario, musste jetzt endlich schreiben. 3 Ausrufezeichen. Drittes Spiel mit Alonso. Was war das? Ein Team. Bin so heftig beeindruckt und stolz. Die Dynamik, die Chemie, der Zusammenhalt, einfach Schock, positiv. Unter Ancelotti war so viel anders. Ich sehe ein richtiges Team, Zusammenhalt. Die sind so krass untereinander. Man muss nicht Psychologie studiert haben. Die Körpersprache jedes einzelnen Spielers spricht Bände. Saison 25/26 gehört mit dieser Aura uns. Wie wunderschön kann ein Huijsen und ein Trent sein. Wie die sich integriert haben und wie unsere Jungs die aufgenommen haben. Wie die sich untereinander bei Instagram pushen und gratulieren. Endlich ein Team. Arda ist angekommen. Er strahlt unter Alonso. Fran Garcia ist wie ausgewechselt. Alonso ist ein Leader. Einem Castilla-Spieler in seinem Debüt in die 11 zu stecken und die Qualität der ganzen Welt zu zeigen. Unnormal. Diese Mannschaft ist zurück. Freue mich auf eine geile Saison, auf Rotation.
Er wird wie anders Ancelotti B-Spielern ihr Selbstvertrauen, ihre Stärke wieder hervorgeben. A la Madrid. Ja, erstmal vielen Dank für den netten Kommentar. Aber ich glaube, ich habe diesen Kommentar ausgewählt, weil der die Meinung oder die Illusion von sehr vielen Madridistas widerspiegelt. Und ganz ehrlich, von mir auch. Man hat sich von einem Xabi Alonso sehr viel erhofft. Und einige hatten die Angst, dass ein Xabi Alonso nicht bei Madrid das leisten könnte, was er bei Leverkusen geleistet hat. Weil Leverkusen, die nicht so Starspieler hatte wie bei Madrid, er müsste sich durchsetzen gegen diese Diven, die Superstars. Und Xabi Alonso wurde gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, welche Aktion ihm mit am meisten gefallen hätte, ob er den Kompromiss der Mannschaft gesehen hätte, die Laufbereitschaft. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer einmal an. Ein sehr anschauliches Spiel, das in der zweiten Halbzeit bei einer Ecke passiert, die wir verlieren. Und dann, wie wir alle Spieler defensiv zurücklaufen, das könnt ihr euch dann anschauen. Es ist spektakulär, wie wirklich alle am Sprint zurücklaufen, um sich hinter den Ball zu bringen. Und das ist genau dann, wenn dieses Gefühl da ist, dass wir alle verteidigen müssen, dass wir uns alle einbringen müssen. Das ist sehr wichtig und in vielen Phasen haben wir das nun ja fast das ganze Spiel über ein bisschen stärker gehabt. In der ersten Halbzeit waren wir etwas höher, haben viel im gegnerischen Feld zurückerobert. In der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen tiefer, weil wir nicht so viel Ruhe am Ball hatten, aber ohne das ist es heutzutage unmöglich. Er legt nicht unbedingt so einen Riesenwert auf die traumhafte Hacke von Vini, auf die traumhaften Pässe von Bellingham, auf den unglaublichen Spielaufbau von Arda Güler und Fede Valverde. Nein, worauf er Wert legt, ist auf den Willen, dass alle dran ziehen. Alle. Auch ein Vini Junior, ein Bellingham etc. nach der Ecke alle nach hinten gesprintet. Und genau das hebt er in der Pressekonferenz heraus. Er hebt auch heraus, dass die Mannschaft, wie ich gesagt habe oder wie viele von euch gesehen haben, mit Arda und Fede Valverde eine unglaubliche Spielkontrolle im Mittelfeld haben. In der zweiten Halbzeit war das nicht da. Meine erste Kritik auf diesem Kanal, ich glaube, oder eine meiner ersten an Arda Güler, und zwar die Kritik, die ich an diesem Jungen habe, ist, er muss dringend physisch oder konditionell noch etwas drauflegen. Denn diesen Traumfußball, den ich gestern 45 Minuten gesehen habe, von ihm und dadurch auch von Real Madrid, denn wie Xabi Alonso sagt, wenn Arda Güler gut spielt, spielt Real Madrid gut. Diesen Traumfußball möchte ich nicht nur 45 Minuten oder 60 sehen, ich möchte den über 90 Minuten sehen und am liebsten zwei Tage in einer Woche. Also, das war Spaß, das ist natürlich keine Kritik an diesem Jungen. Auch er hat eine lange Saison hinter sich, auch er hat noch keine Vorbereitung in den Knochen. Dieses Real Madrid wird noch viel besser. Ja, aber jetzt kommen wir zur Spielanalyse. Fangen wir erstmal an mit einem Respekt an RB Salzburg. Ich habe Salzburg ganz ehrlich unterschätzt. Die haben mich gestern positiv überrascht. Ganz viele junge, tolle Talente, die haben auch keine Angst gehabt, den Ball zu führen, versucht durch Kombination sich nach vorne zu spielen. Und ich bin mir sicher, wenn dieses Salzburg auf das Real Madrid am Ende der Saison getroffen wäre, hätten wir ein anderes Ergebnis gehabt. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist Salzburg auf das neue Real Madrid gestoßen. Und fangen wir erstmal mit der Grundaufstellung an. Das dritte Spiel von Xabi Alonso, die dritte verschiedene Grundtaktik. Erstes Spiel mit einem 4-3-3, zweites Spiel mit einem 4-4-2 und gestern, wie man es sehen möchte, ein 5-3-2 oder ein 3-5-2. Es ist im Endeffekt das Gleiche. Es kommt darauf an, ob du in der Vorwärts- oder in der Rückwärtsbewegung bist. Und Xabi Alonso hat für mich die ideale Aufstellung für dieses Madrid gefunden. Er hatte in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, er möchte die Spieler da aufstellen, wo sie am stärksten sind, wo sie am liebsten spielen. Und ich glaube, er zeigt gerade Spielern, wo ihre ideale Position ist. Insbesondere rede ich da über einen Tchouaméni, vielleicht sogar über einen Arda, obwohl Arda mir immer noch auf der 10 auch sehr gut gefällt, aber was er gestern auf der 6 gemacht hat, wie gesagt, hat an einen an Pedri und an Vitinha erinnert. Genau das, was Real Madrid braucht, was ich Ancelotti letztes Jahr, keine Ahnung, 300, 400, 500 Mal vorgeschlagen habe. Naja, Real Madrid spielt mit einem 5-3-2.
Man möchte denken, ein 5-3-2, 5 Verteidiger ist defensiver als 4 Verteidiger, aber dem war nicht so. Wir hatten 2 sehr offensive Außenverteidiger. Ein Trent Alexander-Arnold und ein Fran Garcia können in dieser Aufstellung ihre Stärken zeigen und ihre Schwächen werden ein bisschen versteckt. Tchouaméni als Libero kann seine Stärken zeigen im Kopfballspiel, im Spielaufbau, im Positioning. Ganz tolles Spiel. Dienhausen und Rüdiger. Ein Rüdiger wie bei Chelsea, halb rechts in der Dreierabwehrkette. Ein Dienhausen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Mir fehlen die Worte, um diesen Jungen den Respekt zu geben, den er verdient. Es ist gefühlt der beste Innenverteidiger der Welt. Vielleicht übertreibe ich es, aber ein ganz tolles Spiel. Das 3. tolle Spiel. Das ist alles kein Zufall mehr. Sein Spielaufbau, seine Dominanz im Kopfballspiel. Ganz toller Transfer. Dann die 3 im Mittelfeld. Arda Güler, Fede Valverde und Bellingham. Alles 3 Baller. Aber auch da gab es ein taktisches Konzept von Xabi Alonso. Und zwar, sobald Real Madrid im Spielaufbau war, ist Arda automatisch der Defensivste geworden. Derjenige, der sich den Ball abholt. Derjenige, der dafür sorgt, dass der Ball sicher von hinten nach vorne kommt. Der Motor der Mannschaft, das Gehirn, der Dirigent. Und ein Fede Valverde und Jude Bellingham waren ein bisschen offensiver als der junge Türke, um die Halbräume zu füllen, damit die dann entweder ein Fede Valverde nach vorne zieht oder ein Bellingham den Pass spielt. Sobald Salzburg aber den Ball hatte, haben sich die Positionen verändert. Ein Fede Valverde ist dann der Defensivere gewesen. Ein Bellingham und ein Arda sind die versucht haben, früh vorne drauf zu gehen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Ballgewinne ein Arda Güler und ein Jude Bellingham generiert haben. Das war ja nicht normal. Die sahen aus wie Gattuso beide. Also unglaublich viele Ballgewinne, zum Teil auch sehr weit vorne, wodurch Torchancen kreiert wurden. Ja, und vorne, Vini ist back. Und das Schlimme ist, Vini ist zurück und trotzdem habe ich fast mehr Lust, über Gonzalo zu reden. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Vini Junior natürlich absolut verdient MVP. Bellingham schickt ihn beim ersten Tor in die Tiefe. Er zieht auf seinen schwachen Fuß, wo man denkt, was machst du? Aber dann einen stinktrockenen Abschluss rechts unten neben den Pfosten. Der Torwart von Salzburg hatte keine Chance. 1:0 für Madrid. Überfällig. 10 Minuten vorher stand Vini schon komplett alleine. Da hat der Torwart von Salzburg noch gut gehalten. Aber ein geniales Tor vom Brasilianer. Super rausgespielt. Fran Garcia erobert den Ball auf Arda. Arda sofort. Das ist halt auch seine Klasse. Annehmen, passen. Das hat eine Sekunde nicht mal gedauert. Bellingham auch seine Klasse. Annehmen, Vini schicken. Traumpass. Vini macht das, was Vini macht, wenn er gut drauf ist. Ein unglaubliches Tor. Und wenn das erste Tor schon schön war, weiß ich gar nicht, was ich über das zweite Tor sagen soll. Wieder ein Arda Güler, wieder schickt ein Vini. Vini steht alleine vom Tor. Man denkt, Vini verkackt die Chance, weil er zu weit nach außen zieht. Und auf einmal verwandelt sich Vini Junior in Guti und lässt den Ball, spielt den mit der Hacke auf Fede Valverde. Der war genauso überrascht wie jeder einzelne von uns vom Fernseher. Ich hatte diesen Wow-Moment, was ist denn da los? Fede Valverde, zack, 2:0, absolutes Traumtor. Und wir dachten nur, Madrid-Ball, Xavi-Ball ist endlich angekommen. Ja, und das zweite Tor, wie gesagt, überragend von Vini, absolut verdient MVP. Ja, und was sollen wir über das dritte Tor sagen? Gonzalo hört nicht auf zu kämpfen. Sogar ein Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz einen Gonzalo mit Raúl verglichen. Also das ist bei Madrid das höchste der aller Kategorien. Gonzalo kämpft, hört nicht auf zu ackern. In der 80. Minute oder wann auch immer das war. Abpraller hier, Abpraller da. Er setzt sich durch, steht alleine vom Tor. Und dieser Junge von Real Madrid Castilla, der weiß, ich habe die Chance meines Lebens, steht alleine vom Tor. 95% der Menschen würden da die Nerven versagen. Der hier oben, das Wasser stände bis zum Hals und man hätte nur Panik. Bitte bring diesen Ball nur irgendwie zum Tor, damit der Torwart den halten kann und alle denken, hat der Junge gut gemacht. Aber nicht Gonzalo. Der erinnert nicht nur von seiner Attitüde an Raúl, der erinnert auch von seiner Kaltschnäuzigkeit an Raúl. Welcher Stürmer packt dir denn da so einen Lupfer aus zum 3:0? Auch das hat Raúl früher sehr gerne gemacht. Ein unglaubliches Spiel von Gonzalo.
Das 3. unglaubliche Spiel am Stück von diesem Jungen. Und Xabi Alonso wurde in der Pressekonferenz gefragt, plant ihr nächste Saison mit Gonzalo? Xabi Alonso ist cool geblieben und hat gesagt, noch kann man nicht sagen, noch steht die Planung für nächste Saison nicht, aber diese Club-WM verrät einem schon einiges. Und wenn diese Club-WM uns Madridistas einiges verraten hat, ist, dass wir mit Gonzalo Garcia einen Stürmer für die nächsten 10 Jahre mindestens bei Real Madrid haben. Also, ich bin hellauf begeistert und mein Job oder der Job von vielen Madridistas ist jetzt, die Euphorie etwas zu senken. Es wird auch die Kritiker kommen. Ich sehe jetzt schon in den Kommentaren, wo irgendwelche Leute schreiben werden, das war ja nur RB Salzburg. Erstens spielt es keine Rolle, weil es kommt nicht darauf an, welcher Gegner da steht. Es kommt sich darauf an, wie Real Madrid gespielt hat, mit welcher Einstellung, mit welcher Formation, mit was für einem Fußball. Also es ist mir in dem Fall egal, wer auf der anderen Seite steht. Und zum anderen fand ich RB Salzburg richtig gut. Also es hat mich nicht gewundert, dass die gegen Al-Hilal unentschieden gespielt haben. Für mich waren die fast genauso, oder waren die mindestens genauso gut, ehrlich gesagt, wie Al-Hilal. Ich fand sie persönlich sogar etwas stärker. Also, ganz tolles Kompliment an Salzburg, aber an dieses Real Madrid von Xabi Alonso war für die Österreicher kein Rankommen. Ja, und ich muss sagen, ich bin komplett begeistert. Ich weiß, wir sind noch lange nicht bei 100%. Neue Prozesse brauchen Zeit. Es wird auch irgendwann eine Delle geben, das ist normal. Es kann nicht immer nur aufwärts gehen, aber das ist all das, was ich mir von Xabi Alonso erhofft habe. Ein Trainer, der mit diesen Jungs arbeitet. Diese Jungs sind wissbegierig. Diese Jungs wollen Erfolge, wollen Titel, sind bereit, die Meter zu machen, die wehtun. Ein Xabi Alonso hat auch noch die Spieler, wo ich mir gesagt habe, die verdienen eine Chance, wie zum Beispiel ein Arda Güler, hat die spielen lassen und er erfindet den Spieler neu. Ein Fehler, weil Valverde, ein Bellingham sehen aus wie neu, wie nie. Ein Xabi Alonso macht jeden einzelnen Spieler besser. Das, was wir in der letzten Saison über Hansi Flick bei Barcelona geredet haben. Ein Fran Garcia, meine Güte, wie oft habe ich auf diesen Jungen draufgehauen? Und gestern kam der mir vor wie Roberto Carlos Prime. Also ganz tolles Spiel auch von ihm. Ein Trent Alexander-Arnold scheint endlich angekommen. Ein Xabi Alonso ist schlau. Der weiß, die Jungs haben ihre Stärke in der Offensive. Stützen wir denen doch mal den Rücken, mal schauen, was die nach vorne bringen. Die waren beide ein ständiger Gefahrenherd. Fran Garcia stand teilweise auf der 9 und du denkst nur, wie kommt der dahin? Apropos, wie kommt der dahin? Jetzt mal ganz abgesehen von allem, kann mir einer bitte dieses Foto erklären? Wie? Also ich habe ja schon viele seltsame Fotos beim Fußball gesehen, aber das musste ich euch zeigen. Und ich bin gespannt, ob mir in den Kommentaren einer sagen kann, wie das passiert ist. Naja, wie dem auch sei, ich bin hellauf begeistert von diesem Real Madrid. Lasst mir eure Meinung zu dem Spiel bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und ihr tut mir natürlich einen Riesengefallen. Und wir, ich schlage vor, sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, voller Stolz, der König ist zurück. A la Madrid!